Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Histotorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das Fragen an die Geschichte einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Tobias und unsere Frage heute lautet: Wie macht man Demokratie? Am 23. Juli 1919 verlas der Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Gustav Bauer eine Regierungserklärung vor der Nationalversammlung in Weimar. 83% aller deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger über 20 Jahre hatten das Weimarer Gremium gewählt. Nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages im Monat zuvor war nun eine der ersten Staatsaufgaben die Verabschiedung einer neuen Verfassung. Diese sollte nach dem Ersten Weltkrieg die erste deutsche Demokratie verwirklichen. Die Revolution hatte diesen Krieg beendet, den Kaiser gestürzt und damit die Monarchie. Nun stellte sich die alles entscheidende Frage: Wie macht man eigentlich Demokratie? Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Die Gleichheit der Volksgenossen und der Länder wurde in der Verfassung der Weimarer Republik unter anderem dadurch verwirklicht, dass bei Wahlen jede Stimme unabhängig vom Besitz der Person gleich viel zählte. Ein erheblicher Schritt in Richtung einer neuen demokratischen Gesellschaftsordnung war die Einführung des Frauenwahlrechts. Zum ersten Mal konnte die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung abstimmen und sich auch wählen lassen. Die Parteien bemühten sich nun nicht mehr nur um die Gunst der Männer, sondern auch um die der Frauen, was sich insbesondere auf Wahlplakaten zeigte. Noch heute demonstrieren diese Plakate das damals vorherrschende Rollenklischee von Mann und Frau. In der Weimarer Republik änderte sich aber nicht nur das Wahlrecht, sondern auch die Funktion der Verfassungsorgane. Das Parlament, der Reichstag, hatte nun deutlich mehr Macht und kontrollierte die Regierung aus Reichskanzler und Ministern. Über einen sogenannten Misstrauensantrag und der Abstimmung darüber konnte er diese absetzen. Der Reichstag erließ außerdem Gesetze und bestimmte über Staatsausgaben. Ebenso mächtig war die Position des Reichspräsidenten, der in einer direkten Wahl durch die Bevölkerung gewählt wurde. Ihm oblag die Ernennung, aber auch die Entlassung des Reichskanzlers und der Minister. Zudem konnte er den Reichstag auflösen und so für Neuwahlen sorgen. Aber er bestimmte auch über die Einschränkung bürgerlicher Rechte, wie etwa die Freiheit der Person oder die Meinungsfreiheit, und konnte mit sogenannten Notverordnungen Gesetze erlassen. Da während der Weimarer Republik keine einzige der Parteien jemals die absolute Mehrheit erreichte, mussten sie demzufolge zusammenarbeiten, also Koalitionen bilden. Aus den Wahlen zur Nationalversammlung im Januar 1919 war ein relativ stabiles Bündnis hervorgegangen. Bereits die erste Reichstagswahl nach Verabschiedung der Verfassung sorgte jedoch für schwierigere Verhältnisse. In der Folge wechselten Regierungen zwischen 1919 und 1933 insgesamt 20 Mal. Ein Problem der Weimarer Republik war, dass die Erwartungen der arbeitenden Bevölkerung auf eine gerechtere Gesellschaft von der Regierung nicht erfüllt wurden. Es wurden weder Zweige der Industrie verstaatlicht, noch die adligen Großgrundbesitzer enteignet. Auch hatte man der SPD übel genommen, dass sie gemeinsam mit rechten Militärs gegen Arbeiteraufstände und deren Führungspersönlichkeiten vorging. Diese endeten vielfach tödlich. Die einst so große SPD bekam auf diese Weise Konkurrenz von links. Zunächst war es die unabhängige Sozialdemokratie und später dann vor allem die Kommunistische Partei Deutschlands. Diese war gegen Parlamentarismus und wollte im Zweifelsfall auch mit Gewalt eine Räterepublik nach sowjetischem Vorbild durchsetzen. Von der rechten Seite des politischen Spektrums erstarkten mit der Deutschnationalen Volkspartei Kräfte, die den neuen Staat ebenfalls ablehnten. Diese und andere rechte Parteien wie die NSDAP unter Adolf Hitler glaubten nicht an eine Unbesiegbarkeit der Demokratie und der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit zwischen den Völkern. Sie wollten die Ergebnisse des letzten verlorenen Krieges durch einen weiteren rückgängig machen. Die Staatsform der Demokratie empfanden sie als fremd und undeutsch. Daher kämpften sie mit ihren antidemokratischen, antisemitischen und rassistischen Vorstellungen gegen die sogenannte Judenrepublik. Neben Putschversuchen kam es immer wieder zu Gewalttaten und politischem Mord. Trotz der anhaltenden Gewalt und der schwierigen politischen Umstände versuchte sich die Weimarer Republik den Herausforderungen ihrer Zeit zu stellen. Nach und nach gelang es der Außenpolitik, neue Beziehungen zu knüpfen und sich mit den Siegermächten hinsichtlich der Kriegsreparationen zu einigen. Zudem stoppte eine Währungsreform die Entwertung des Geldes. Der Überzeugung folgend, dass Demokratie ein Mindestmaß an Wohlstand der Bevölkerung voraussetzt, wurde eine ausgleichende Wirtschaftspolitik verfolgt und unter anderem eine Arbeitslosenversicherung eingeführt. Allerdings herrschte auch nach wie vor große Armut unter der arbeitenden Bevölkerung in Industrie und Landwirtschaft. Von der neuen Staatsform profitierten hauptsächlich Gesellschaft und Kultur. Die neuen Medien und Darstellungsformen ließen Ansätze einer modernen demokratischen Massenkultur erkennen.
Filme und Romane verkörperten zudem ein neues, selbstbestimmtes Frauenbild, wozu auch der Kampf gegen das Abtreibungsverbot gehörte. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise entschieden sich viele Menschen nach 1929 gegen die Republik. Dies zeigte sich besonders dann, wenn nach den Wahlen entweder die Kommunisten oder aber die Nationalsozialisten an Stimmen gewannen. Wenig Bereitschaft zur Verteidigung der Republik mit ihren demokratischen Institutionen zeigten zudem auch die politischen Entscheidungsträger rund um den seit 1925 amtierenden Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. So begann ab 1930 die Zeit der Präsidialkabinette, in denen der Kanzler vom Reichspräsidenten abhängig war und der Reichstag mit Notverordnungen übergangen wurde. Demokratie braucht eben mehr als nur Wahlen. Auf der Grundlage demokratischer Werte benötigt sie außerdem die Bereitschaft zum Kompromiss und einer offenen Debatte. Eine allzu große soziale Ungleichheit, wie sie in der Weimarer Republik vorherrschte, wirkt auf die Demokratie eher negativ ein. Letztlich ist es doch wichtig, die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen. Die erste Phase deutscher Demokratie endete mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 und der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Ein sehr schlechtes Ende, wie wir wissen. Wie bringt ihr euch demokratisch ein? Schreibt mir und mein Like ist euch sicher. Macht's gut, euer Tobias.